Heute geht es um ein 3D-Panel für den Sony Vaio S 15 Zoll. Der Sony Vaio S 15 Zoll ist mein PC aus dem Jahr 2011 und für diesen PC, ich zeige euch die Objekte jetzt auch und eines zeige ich euch auch live, gab es ein 3D-Panel, sogenanntes 3D-Panel, das vor das Display des PCs geklemmt wurde und damit konnte man dann Fotos und Videos in 3D sehen. Und das will ich euch heute mal etwas näher erzählen und auch ein paar Hintergründe dazu. Ja, natürlich reden wir nicht nur über die Objekte, sondern auch über die Technologie und warum 3D gerade in den 2010ern wieder so ein In-Thema und so ein Retro-Hype war. Denn es war nicht das erste Mal, dass Menschen versucht haben, die Wirklichkeit so real wie möglich abzubilden. Also auf einer ebenen Fläche eine Perspektive und eine Tiefe zu erreichen, wie sie in Wirklichkeit existiert. Zuerst hat man das natürlich auf Zeichnungen und Gemälden gemacht und dann auf Fotos und bewegten Bildern, sprich Filmen. Da ich mich in diesem Podcast aber dem 3D-Panel für den Sony Vaio widmen will, gehe ich nicht auf die Details dieser Geschichte ein. Ihr findet dazu Links auf Artikel, die auf unserer Webseite stehen, in der Beschreibung unten. Was wir uns aber doch kurz ansehen wollen, wie und wann denn der letzte dieser ewigen 3D-Retro-Hypes entstanden ist. Und da war, wie früher auch schon öfter, die Geburtsstätte das Kino. Mit Avatar 2009, Aufbruch nach Pandora, kam 3D wieder einmal in den Fokus und in das Kino zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts und in den 1950ern gab es schon 3D-Filme im Kino und dann ist das Interesse verschwunden und wie gesagt 2009 war das Interesse wieder da und James Cameron, der Regisseur, drehte große Teile des Films in einem virtuellen Studio mit neu entwickelten digitalen 3D-Kameras. Die Zuschauer mussten Pullfilter tragen, um die 3D-Effekte zu sehen. Der Film war ein Mega-Erfolg und spielte um die 3 Milliarden US-Dollar ein. Ja, danach machten sich natürlich weitere Spitzenregisseure daran, in 3D zu drehen. Darunter waren Werner Herzog, Wim Wenders und Martin Scorsese. 2010, also ein Jahr nach dem Avatar, hat Werner Herzog die Höhle der vergessenen Träume gedreht. Das war ein Dokumentarfilm über die südfranzösische Chauvet-Höhle, die 36.000 Jahre alt ist. Und er war dort mit einem 4-köpfigen Team, hat die Höhlenmalereien, Handabdrücke, Knochenreste und Kristallformationen in 3D gedreht, bevor die Höhle dann für Besucher geschlossen wurde. Und beeindruckend war, dass die Künstler damals schon, wenn sie einen Rhinoceros malten, den konvexen Stein nutzten, um so die Muskelausprägung an den Hinterbeinen dreidimensional darzustellen. Und das konnte man natürlich jetzt auch im Film 1:1 abbilden und sehen, wie die frühen Steinzeitmenschen das schon gemacht haben. Ja, 2011 kam dann Wim Wenders. Er fand 3D so faszinierend, dass er das Ensemble des Tanztheaters in Wuppertal in 3D dokumentiert hat und vor allen Dingen auch dessen Choreografin Pina Pausch. Der Film hieß dann auch Pina und war natürlich in 3D.
Besonders beeindruckend in diesem Film waren die lebensgroßen dreidimensionalen Porträtaufnahmen der einzelnen Protagonisten, die ihre Geschichten erzählten. Der Film lief gerade zur Funkausstellung in Berlin und wir haben ihn natürlich auf der großen Leinwand, sprich im Kino, angesehen. Im selben Jahr noch hat auch Martin Scorsese diese Technologie aufgegriffen und hat seinen Hugo Cabret nach dem gleichnamigen Roman gedreht und mit diesem Film gewann er 5 Oscars. Es schien also in dieser Zeit so, als ob 3D ein ernstzunehmendes Regiemittel für die Filmschaffenden werden würde. Und natürlich griffen in so einem Hype, wie Avatar das ausgelöst hat und der finanziell auch so erfolgreich war, auch die Hersteller von Fernsehgeräten und PCs die 3D-Wiedergabe auf. Es wurde das Thema in den nächsten Jahren auch auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Die Technologie der Displays entwickelte sich weiter hin zu höherer Auflösung, was natürlich auch eine Voraussetzung für die Darstellung von stereoskopischen Bildern in guter Qualität und insbesondere für autostereoskopische Verfahren mit ausreichend vielen Ansichten für 3D ohne Brille war. Auch auf der Internationalen Funkausstellung im Jahr 2011 in Berlin war 3D überall vertreten. Wir waren auf dieser Funkausstellung und es gab keinen Hersteller, der nicht ein Gerät mit oder und ohne Brille zeigte. Die Blu-ray-Disc war der Datenträger der Stunde, sie gestattete die Wiedergabe von HDTV. Der Blu-ray-Standard wurde für 3D entsprechend um 3D HDTV erweitert, beispielsweise um ein 3D-Frame-Packing-Verfahren zu ermöglichen. Sharp zeigte den mit 72 Zoll größten 3D-Fernseher mit Shutterbrillen und Toshiba präsentierte auf der IFA 2011 seine ZL2-Serie mit brillenlosen 3D und einem 55 Zoll großen Gerät. Der Rekord bei den brillenlosen Geräten. Die Besucher standen natürlich für die Demonstration an. Aber 3D war nicht nur im Bereich der Fernsehtechnik ein Thema, sondern auch für Notebooks. Große Hersteller wie Sony, die die Technologie auf ihren TV-Geräten anboten, hatten ja auch oft Notebooks im Programm. Und warum nicht auch hier auf 3D setzen? Sony zeigte 2011 auf der IFA in Berlin ein Notebook, den Vaio 3D Laptop aus der F-Serie mit Shutterbrille. Und warum hat Sony das gemacht? Die Motivation war, sie wollten diese 3D-Experience auch außerhalb des Heims, also sprich ohne Internetanschluss, untragbar dem Kunden zur Verfügung stellen. Aber Sony interessierte sich auch für eine brillenlose Lösung. Und hier kam eine deutsche Firma ins Spiel. Die Firma Seafront GmbH in Hamburg, 2006 gegründet von Christoph Großmann. Christoph Großmann war schon als Junge von 3D fasziniert und suchte nach einer Erklärung, warum es möglich ist, dass das Gehirn aus zweidimensionalen Bildern ein dreidimensionales Bild erzeugen kann. Angeregt wurde sein Interesse durch ein Betrachtungsgerät für stereoskopische Bilder namens Viewmaster. Und der Viewmaster, das war eigentlich ein modernes Exemplar des Stereobetrachters aus der Fotofrühzeit. Ein Viewmaster hat 2 Bilder, das fürs linke Auge und das fürs rechte Auge, und durch ein geeignetes Sichtgerät werden diese beiden Fotos im Gehirn zu einem dreidimensionalen Bild konstruiert. Als in den 1990ern die Magic Eye Books populär wurden
und damit 3D wieder ein Thema wurde, begann er mit Überlegungen, wie man 3D ohne Brille sehen konnte. Magic Eye Books, ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat, man sieht eigentlich nur Pixelmuster in bestimmten Farben und in diesen Pixelmustern sind einige Pixel so verschoben, dass wenn man mit entspanntem Auge geradeaus sozusagen durch das Bild schaut, sich plötzlich ein 3D-Bild aus der Ebene erhebt. Ja, Grossmann studierte dann Mathematik, Physik und Informatik, machte seinen Abschluss in den Ingenieurwissenschaften. Und 1998, noch vor Gründung von C-Front, meldete er sein erstes Patent, Verfahren und Vorrichtung zur Autostereoskopie an, das am 12.03.2003 erteilt wurde. C-Front begann früh mit den Entwicklungen für die Anwendung ihrer brillenlosen 3D-Technologie auf Notebooks. 2010 schon stellte C-Front ein brillenloses 3D-Notebook basierend auf einem MacBook Pro 17 auf der SD&A Conference in San Jose in Kalifornien vor. 2 Monate später wurde es dann auch auf der CeBIT in Hannover präsentiert. Sony präsentierte für die Vario-S-Serie seiner Notebooks, und da kommt mein 15-Zoll-Gerät ins Spiel, ein abnehmbares 3D-Panel, das von C-Front entwickelt worden war, auf der IFA 2011 in Berlin vor. Genau dieses. Und erhielt den Seatech Japan Innovation Award in der Kategorie Computing and Networking für dieses Produkt einen Monat später. Ja, und dieses Panel sahen wir uns natürlich auch auf unserem Besuch auf der IFA an. Auf dem Stand trafen wir Christoph Grossmann, der uns das Panel vorstellte und uns etwas über die Technologie erzählte. Ich benötigte 2012 ohnehin ein neues Notebook und da war klar, es war ein Sony Vario-S 15 Zoll, natürlich mit Blu-ray-Laufwerk, Voraussetzung für die Wiedergabe von 3D-Filmen, die ja auf Blu-ray erschienen. Und natürlich bestellte ich auch das 3D-Panel oder 3D-Bildschirmfilter, wie es auf Deutsch hieß. Es kostete damals 120 €. War also durchaus erschwinglich. Sony versprach mit dem Panel die Wiedergabe von Blu-ray-Discs, 3D-Fotoanzeige, wenn sie mit einem 3D-Kamera aufgenommen wurden, 3D-Fotos im MPO-Format und 3D-Videospiele. Ja, und wie komme ich jetzt aber zu dem Content, sprich einem Stereofoto und einem Video? Und wie sieht die Technologie aus, die eine Wiedergabe auf einem Display, Fernseher oder Notebook möglich macht? Und wie ist das mit dem 3D-Panel von Sony Vario-S umgesetzt? Da wollen wir erstmal ein bisschen in die Grundlagen gehen. Für eine 3D-Wiedergabe sind 2 Aufnahmen eines Objekts bzw. einer Szene im Augenabstand links, rechts notwendig. Dies kann mit 2 Kameras erfolgen, die so auf einer Schiene nebeneinander montiert werden, dass die Objektive im Augenabstand positioniert sind. Die Auslöser der beiden Kameras müssen natürlich synchronisiert werden und vor allen Dingen, wenn es sich um bewegte Objekte handelt, sehr genau synchronisiert werden. Einfacher wird das Ganze mit einer Stereokamera, wie zum Beispiel der Fuji FinePix Real 3D W3, die haben wir uns dann auch geleistet. Zur Wiedergabe werden verschiedene technische Verfahren angewandt. Diese müssen sicherstellen, natürlich, dass das linke Bild ans linke Auge kommt und das rechte Bild jeweils ans rechte Auge.
Im Verlauf der Film- und Fernsehentwicklungsgeschichte sind da viele technische Verfahren entwickelt worden. Grob kann man die einteilen in Verfahren mit Brille und in Verfahren ohne Brille. Auf die Verfahren mit Brille, also das sind Anaglyphentechnik, Polarisationsfilter, Shutterbrillen, will ich hier nicht näher eingehen, da wir ja auch bei dem Sony Vaio und dem Panel von einem autostereoskopischen Verfahren reden. Bei Interesse für diese Brillenverfahren könnt ihr auch gerne in Artikeln auf unserer Webseite nachlesen. Die verlinken wir auch unten in der Beschreibung. Ja, da das Panel für ein Sony Vaio S, wie schon erwähnt, auf ein brillenloses Verfahren setzt, werde ich näher auf dieses Verfahren eingehen. Ein Grundprinzip dazu wurde schon 1912 vom Schweizer Physiologen und Nobelpreisträger Walter Rudolf Hess als Lentikularfolienstereogramm patentiert. Bei der Anwendung dieser Technik bei 3D-TV-Geräten wird eine Linsenrasterfolie mit Linsen in Form eines halben Zylinders direkt auf dem Flachdisplay LCD oder Plasma aufgebracht. Die Ansteuerung des Displays erfolgt dann so, dass vertikale Streifen des linken und rechten Bilds aufeinander folgen. Also die Bilder werden jeweils zerlegt in Streifen und es wird immer abwechselnd ein linkes, ein rechtes, ein linkes, ein rechtes dieser Bildstreifen angezeigt. Das halbiert natürlich die örtliche Auflösung in der horizontalen Richtung. Wir sehen hier ein Prinzipbild nochmal, wo ihr seht, rot die Pixel links, dieser Streifen, und blau die Pixel rechts, immer in der Abfolge rechts, links, ist natürlich hier sehr vereinfacht dargestellt und auch mit sehr wenigen Streifen. Sie sind in der Breite so angeordnet, dass das linke Auge immer den Streifen mit den linken Pixeln sieht und das rechte Auge den Streifen mit den rechten Pixeln, und so entsteht dann für den Betrachter das dreidimensionale Bild. Praktisch ergibt sich dadurch natürlich ein sehr kleiner Bereich, wenn ich mich bewege, in dem das Bild stereoskopisch gesehen werden kann. Man nennt es auch kleiner Sweet Spot. Könnt ihr euch vorstellen, wenn starr auf dem Bildschirm diese Streifen angeordnet sind und ich bewege mich, dass dann mein Blickfeld aus diesen jeweils linken und rechten Streifen herausfällt. Da hat man sich natürlich überlegt, was man macht, und es wurden Systeme entwickelt, die mit einer Kamera die Augen des Betrachters erfassen, sogenanntes Eye-Tracking, und die Distanz und den Augenabstand ermitteln und danach die Linsenrasterplatte mechanisch verschieben, sodass immer die linken und rechten Streifen auf das linke und rechte Auge treffen. Für ein im Heimbereich verwendbares Gerät, 3D-TV-Gerät oder für ein Notebook ist das natürlich nicht brauchbar. Meistens sitzen mehrere Personen vor dem Bildschirm, im Falle des Fernsehgeräts, in verschiedenen Positionen und auch in verschiedenen Winkeln. Und so wurde ein Verfahren entwickelt, das mehrere Ansichten benutzt und damit den Winkelbereich, aus dem 3D gesehen werden kann, entsprechend vergrößert. Also das heißt, der Sweet Spot wird größer. Im Fall des Vaio Notebooks von Sony wird keine Linsenrasterfolie auf das Display geklebt, sondern wie gesagt die 3D-Scheibe mit Klammern auf dem Bildschirm des Notebooks temporär befestigt. Und es wird mit 2 Ansichten gearbeitet, also nicht mit mehr Ansichten.
wie im TV-Bereich, es wird nur Links- und Rechtsansicht benötigt. Das reicht auch aus vom Notebook, denn vor dem 15 Zoll Notebook sitzt im Normalfall nur ein Anwender und auf den ist dann auch dieses Eye-Tracking abgestimmt. Die Scheibe auf dem Notebook-Display ist natürlich dadurch, dass ich die Festklammer in einer festen Position montiert und trotzdem bewegt sich ja unser Benutzer auch vor einem Notebook hin und her und deswegen wird jetzt das Pixelmuster auf dem Notebook-Display entsprechend dem Eye-Tracking verschoben. Also statt der Linsenrasterfolie, die zu verschieben, verschiebe ich jetzt die Pixelmuster. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Das Linsenraster ist bei dem Panel nicht wie in der Prinzipzeichnung, die ich euch gezeigt habe, senkrecht angeordnet, sondern diagonal, um die Sichtbarkeit dieser Rasterstruktur zu minimieren. Das Linsenraster nicht fest zu montieren, ist für den Anwendungsfall bei dem Notebook auch sinnvoll. Die meisten Programme, die ich auf dem Notebook verwende, ist auch heute noch so, die sind nicht dreidimensional, sondern die sind zweidimensional und die Auflösung des Displays wird natürlich schlechter, wird halbiert. Und dann hätte ich bei allen Anwendungen, die ich nutze, mit dieser reduzierten Auflösung zu leben. Und so kann ich die Scheibe wegtun und dann habe ich wieder meine volle Auflösung auf meinem Notebook-Display. Ja, dann kommen wir zur Montage des Panels, zur Installation und zur Einrichtung der Software. Natürlich gab es zu dem Panel eine Bedienungsanleitung und eine CD, auf der sich das Programm zur Anpassung des Vaio 3D-Panels befindet. In der Abbildung, wie ihr sie seht, aus der Bedienungsanleitung ist die korrekte Anbringung und Ausrichtung des Panels zu sehen. Und in der nächsten Abbildung seht ihr auch, wie dieses Panel montiert auf dem Vaio Display aussieht. Hier seht ihr das Start-Icon der Anpassungssoftware auf meinem Startbildschirm. Die Anpassung erfolgt mit einem Auge, wobei das andere nicht abgedeckt, sondern nur geschlossen werden soll. Muss man notfalls etwas üben. Die Kamera des Notebooks muss aktiviert sein. Es geht ja ums Eye-Tracking und um die Einstellung. Für die Anpassung wird die Anzeige dann auf Vollbild mit schwarzem Hintergrund umgeschaltet. Ihr seht es jetzt hier auch in dem Bild. Und in der oberen rechten Ecke ist das Kamerabild eingeblendet, das aufgenommen wird von der Kamera. Und ihr seht im Kamerabild einen grün umrandeten Bereich. Das ist der Bereich, der als Gesicht erkannt wird. Und die Anpassung erfolgt nun in 3 Schritten. Im ersten Schritt wird ein Kreis angezeigt mit verschiedenen Segmenten. Die Segmente haben unterschiedliche Farben. Ziel ist es nun, über die Rechts- und Links-Cursor-Taste die Farben so einzustellen, dass die eine Hälfte des Kreises rot und die andere blau wird. Im zweiten Schritt ist eine diagonale Linie eingeblendet, die mittels der Cursor-Tasten auf die Farbe Rot abgeglichen werden muss. Und im dritten Schritt sieht man die diagonale Linie nach links geneigt, die dann auch wieder auf Rot abgeglichen werden muss. Nach diesen 3 Schritten wird ein dreidimensionales Bild eingeblendet, das dann vom Betrachter jetzt mit beiden Augen auch dreidimensional wahrgenommen werden sollte. Und damit ist die Anpassung abgeschlossen. Ja, wie ist nun das 3D-Panel im Betrieb?
Für die Darstellung von 3D-Content haben wir dreidimensionale Fotos verwendet, die wir mit unserer Fuji FinePix Real 3D W3 Stereokamera im MPO-Format aufgenommen haben. Und die drei oben erwähnten dreidimensionalen Spielfilme, die Pina von Wim Wenders, die Höhle der vergessenen Träume von Werner Herzog und den Hugo Cabret von Martin Scorsese auf Blu-ray. Und man muss sagen, grundsätzlich, das 3D-Panel funktioniert gut. Sowohl bei den 3D-Fotos als auch bei den 3D-Filmen. Auch die Nachführung über das Eye-Tracking bei Kopfbewegungen arbeitet korrekt und man hat auch ausreichende Bewegungsfreiheit vor dem Panel. Was natürlich negativ ausfällt, habe ich auch schon erwähnt, ist die durch die Technik bedingte halbierte Auflösung. Ja, und nun kommen wir zu einem grundsätzlichen Problem. Bei einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll, das sind ca. 38 cm, tritt natürlich der sogenannte 3D-Puppenstubeneffekt auf. Was ist das? 3D-Experten wollen damit ausdrücken, dass durch die Kleinheit der Darstellung kein Realitätseindruck der Abbildung erzeugt wird. Dieser Effekt verschwindet zum Beispiel bei Personen erst, wenn man sie lebensgroß darstellen kann. Eine lebensgroße Darstellung von Menschen erfordert aber eine Bildhöhe von 1,80 Meter und damit bei einem 16:9 Display eine Bildschirmdiagonale von ungefähr 3,60 Meter. Das ist natürlich mit Flachdisplays im Heimbereich nicht zu erfüllen und bei einem Notebook schon gleich gar nicht. Aber wie auch beim 2D-Fotoalbum, wo wir uns ja daran gewöhnt haben, dass Personen viel zu klein und Szenen viel zu klein abgebildet sind, und da stört uns das eigentlich auch nicht, eine Erinnerung an Szenen und Personen zu haben in 3D und einen 3D-Spielfilm noch einmal ansehen zu können, wenn er nicht mehr im Kino läuft, ist das 3D-Panel natürlich eine gute Lösung. Ja, was ist mein Fazit? 2013 ging der 3D-Hype zu Ende, was im Wesentlichen auch an dem fehlenden Content lag. Brillenlose Lösungen konnten die Verbraucher nicht erreichen und zu Hause mit einer Brille vor dem Fernseher oder dem Notebook zu sitzen, das war auch nicht jedermanns Sache. Auf der internationalen Funkausstellung in Berlin sah man noch das eine oder andere 3D-TV-Gerät. Die Hauptthemen drehten sich aber bald um Ultra HD, um Bildschirmgrößen, um die Auflösung 4K, 8K, Curved Displays, durchsichtige Displays und die Virtual Reality wurde eines der neuen Hype-Themen. Sony verfolgte aufgrund dieser Entwicklung die Idee mit dem 3D-Panel nicht mehr weiter. Der Sony Vaio 15 Zoll, den ich mir damals kaufte, war und blieb der einzige Rechner von Sony und Windows 7 das einzige Betriebssystem, für den dieses Panel angeboten wurde. Und 2024 kamen zwar noch einige 3D-Filme ins Kino, aber das waren zum überwiegenden Teil animierte Filme. Apple hat mit seiner Apple Vision Pro 2024 eine Mixed Reality Brille, also Augmented Reality und Virtual Reality, das Thema 3D schon wieder aufgegriffen, aber der Hype war auch nur von kurzer Dauer. Nach Berichten soll die Produktion schon Anfang 2025 vorläufig wieder eingestellt worden sein und es wird anscheinend an einer nächsten Version gearbeitet. Die Firma Seafront arbeitet immer noch im Bereich 3D.
Hier sieht man auch den Flyer nochmal von der Firma Sifront und wir haben den Entwicklungsleiter 2019 auf der Embedded World in Nürnberg getroffen. Sifront zeigte seine brillenlose Lösung auf dem Stand von Solectrix und die Firma Solectrix bietet ein brillenloses 3D-Flachdisplay zur Wiedergabe der Bilder eines Stereomikroskops an. Aber die Geschichte wird sich sicher wiederholen und eine zukünftige Generation wird wohl wieder ganz hin und weg sein und 3D neu entdecken. Und wir dürfen gespannt sein, welche technologischen Weiterentwicklungen dann realisiert werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder noch besser, abonniert doch unseren Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!